Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel weiter. Es waren jetzt noch mal ein paar Videos mit anderen Themen dazwischen, aber jetzt ist endlich Opel-Zeit. Und zwar geht es heute um den Ölwechsel. Ich mache jetzt erstmal Ölwechsel, Getriebe, dann schaue ich mir untenrum alles ein bisschen an. Und als letztes mache ich dann den Zahnriemen. Jetzt zeige ich euch einmal kurz, wie ich das Auto auf die Bühne gefahren habe. Dann habt ihr auch mal gehört, so ein bisschen zumindest, wie der Opel läuft. Da gibt es natürlich noch mal ein ausführlicheres Video, in dem ich dann Soundimpressionen und dergleichen zeige. Jetzt aber, wie gesagt, nur mal ein ganz kurzer Vorgeschmack darauf. Also ich finde, das Auto läuft sehr rund, ist auch super angesprungen, stand jetzt auch wieder relativ lange, läuft sehr, sehr ruhig der Motor, macht auf mich einen guten Eindruck. Hier jetzt die Bilder. So, und jetzt habt ihr gesehen, ich habe das Auto auf die Bühne gefahren. Ich zeige euch auch gleich unten am Auto, wo ich ihn jetzt aufgebockt habe. Ich habe keine solchen Aufnahmen gesehen wie bei BMW oder anderen Fahrzeugen, sondern habe es jetzt an Rahmenteilen aufgebockt, so wie ich das zum Beispiel beim Camaro gemacht habe. Und wie gesagt, heute geht es um den Ölwechsel. Ich habe mir jetzt hier 5W40 mit der passenden Spezifikation für Opel bestellt. Irgendwo müsste die mit draufstehen. Mercedes-Benz. GM. Genau, hier ist diese GM-Spezifikation, die dann auch für Opel gilt. Und wie gesagt, habe jetzt hier mich für das 5W40 entschieden. Das fahre ich ja auch im Audi. Also also die Viskosität, die 5W40 Viskosität fahre ich ja auch im Audi. Aber Vorsicht, ich habe eine andere Spezifikation, die ich im Audi fahre. Hier fahre ich ein wenig günstigeres Öl, sage ich mal, aber trotzdem halt ein bisschen dickflüssiger als jetzt zum Beispiel die 5W30 Standardplörre. Dann ein neuer Ölfilter. Da muss ich mich gleich mal auf die Suche machen, wo sich der befindet. Und zum Lösen der Ölablassschraube, das mache ich jetzt als erstes, brauchen wir einen 45er Torx. Und ich hätte gesagt, wir springen mal unten in den Zeitraffer, wie ich das Öl schon mal ablasse. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich unten die Ablassschraube gelöst habe. Immer wieder ein Auto, wo alles ölig ist. Da werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal die Ölwanne nochmal neu abdichten müssen. Vielleicht lag es aber auch an der Ablassschraube, denn da ist gar kein Dichtungsring zu sehen. Das kenne ich jetzt so nicht. Sonst sind eigentlich aus meiner Erfahrung immer Dichtringe vorhanden. Vielleicht hat das einfach die Werkstatt vorher vergessen. Schaue ich mir gleich, wenn das alles abgelaufen ist, nochmal in Ruhe an die Öffnung und prüfe, ob ich da vielleicht einen Universaldichtring verwenden kann. Denn es kann natürlich sein, dass wenn hier eigentlich ein Dichtring hingehört und der jetzt fehlte, dass auch daher dann die Undichtigkeit kommt. Wie gesagt, das schaue ich mir in Ruhe an, wenn das unten abgelaufen ist. Jetzt mache ich mich mal auf die Suche, wo sich der Ölfilter befindet und zeige euch dann gleich mal im Zeitraffer, wie ich den Ölfilter tausche und erneuere. So, ich habe jetzt unten geschaut, also der Dichtring, da hat man hier so einen Gummidichtring verwendet. Weiß nicht, ob das original ist. Der war auf jeden Fall unten noch an der Ölwanne. Der geht hier, ja, das sieht schon original aus, der geht hier direkt in diese Öffnung rein. Da muss ich jetzt mal schauen. Ich habe hier so Universaldichtringe. Ich müsste auch irgendwelche aus Gummi haben, schaue ich mal. Und dann gucke ich, ob ich da einen passenden Ersatz finde. Im neuen Ölfilter-Kit war leider nichts dabei. So, also ich habe tatsächlich so ein Sortiment an verschiedenen O-Ringen. Jetzt müssen wir mal gucken. Zum einen, dass wir den hier wieder rauskriegen. Denn den habe ich da jetzt ja reingefummelt. Was gar nicht mal so eine gute Idee war. So. Na komm her. Jetzt schauen wir mal, ob ich da einen passenden, der ist auch schon ziemlich hart. Der sieht ganz gut aus, der ist auch deutlich dicker und flummiger. Jo, der passt. Wunderbar. Da sieht man auch, dass der eben jetzt richtig schön raussteht. Das heißt, der guckt da über diese Kante hinweg und der andere, der war schon so platt gedrückt und hart, der war da praktisch komplett versunken. So, dann machen wir unten die Ablassschraube wieder rein und dann werden wir oben im Motorraum, denn da müsste sich der Ölfilter befinden, dann werden wir da mal schauen, dass wir den auch noch getauscht bekommen. Hoffentlich habe ich da das richtige Teil, denn ich habe jetzt so einen, den ich eigentlich nur kenne, den man unten ranschraubt.
Muss man mal gucken, sehen wir gleich. Jetzt aber erstmal Zeitraffer, Ölablassschraube wieder montieren. So, den Ölfilter habe ich jetzt gefunden, glaube ich zumindest, ist aber nicht oben zugänglich aus dem Motorraum, sondern doch unten. Das hier ist diese Verkleidung, die ich abgenommen habe, die da vor der Ölwanne saß. Wie man sehen kann, ist die sehr, sehr dreckig. Die werde ich jetzt in dem Zug auch noch sauber machen und dann wahrscheinlich unten nochmal frisch lackieren und dann erst wieder verbauen. Das schneide ich euch auch dann im Zeitraffer mal rein. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe die hier in dieser Wanne gesäubert. Hier drüben liegt jetzt das Teil, das können wir uns nochmal in Ruhe angucken. Hier sind jetzt noch so Überreste von Öl und Wasser. Die sind relativ hartnäckig auf der Oberfläche. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich das abschleifen und noch schnell lackieren soll. Wirklich schön finde ich es nicht. Hinten drin ist es richtig schön sauber geworden, da sieht es wieder top aus. Aber hier bin ich halt nicht zufrieden und wenn ich jetzt dran bin, ist eigentlich nicht mein Stil, das so zu lassen. Ich hätte gesagt, ich schleife das jetzt mal noch runter, lackiere das und wir sehen dann, wenn es jetzt gleich für euch weitergeht mit dem Ölfilter, am Ende auch, wie das Ganze geworden ist. So, ich habe jetzt mit der Drahtbürste und hier so ein bisschen Schmirgelpapier das Ganze gereinigt. Das sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt hier also diesen ganzen Dreck wegbekommen. Hier ist jetzt auch wieder das Metall sichtbar von dieser Einfassung hier und wie gesagt, ist jetzt schön sauber und ich werde jetzt hier die Unterseite entsprechend lackieren. Hier ist jetzt das alte Öl, das ich abgelassen habe und jetzt schauen wir mal drunter und ich zeige euch, wo man den Ölfilter findet. Ich glaube aber, den Ölfilter, den ich anhand der HSN TSN bestellt habe, wird da nicht reinpassen. Das sieht mir wie so ein klassischer Filter von BMW aus, der da reinkommt, so ein Gewebefilter. Und bestellt habe ich ja so einen kompletten Metallfilter, den man eigentlich von unten anschraubt, aber ich zeige euch jetzt mal die Position, dann schraube ich das ab und dann schauen wir uns das an. Hier sind wir in der Ölwanne, die habe ich schon ein bisschen gesäubert. Hier diesen Holm, den muss ich dann auch noch säubern, da muss ich mir eine Bürste holen und was drunter legen. Hier ist überall ölig. Ich weiß nicht, was die Leute immer mit ihren Autos machen. Das ist ganz komisch, die Autos, die ich kaufe, sind irgendwie immer ölig. Naja, hier am Ölfiltergehäuse. Komm schon, Kamera, stell das mal ein bisschen scharf. Hat sie keine, doch jetzt stellt sie scharf, okay. Genau, da ist das Ölfiltergehäuse. Da ist oben so ein Deckel drauf mit dieser großen Nuss oder beziehungsweise hat es auch so eine Öffnung für eine kleine Nuss. Werde ich den jetzt mal lösen, schau da mal rein, aber ich würde vermuten, dass das nicht dieser Metallfilter ist, den ich habe. Aber das sehen wir gleich. Hier sind noch Undichtigkeiten, da muss ich mich mal schlau machen, ob es da entsprechend neue Dichtungen oder irgendwas für gibt. Weil hier ist ja alles voll mit Öl. Ist auch die Frage, wo es jetzt herkommt, ob das da wirklich aus diesem Sensor rauskommt, aus der Dichtfläche oder woanders. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um den Ölfilter.
Jetzt habt ihr hoffentlich gesehen, ich habe ein bisschen Zeitraffer reingeschnitten, wie ich hier den Ölfilter bzw. das Ölfiltergehäuse rausgebaut habe. Also es war jetzt doch nicht oben vom Motorraum zugänglich, wie in meinem Buch stand. Ich habe ja so ein Opel-Wartungsbuch. Ja gut, jetzt ist es halt an einer leicht anderen Stelle gewesen, sodass ich von unten rangekommen bin. Und zwar hinter der Ölwanne sitzt das Ganze so ein bisschen oberhalb. Und wie ihr sehen könnt, ich hatte ja schon befürchtet, dass dieser Filter, den ich mir hier bei Autodoc, ja, also ich mag Autodoc wirklich nicht. Das ist mir jetzt schon häufiger passiert, dass ich mit HSN, TSN bestelle und eben dem richtigen Modell und man dann die falschen Teile bekommt. Das ist so ein bisschen nervig und zieht sich wie so ein roter Faden durch meine Bestellhistorie bei Autodoc. Manchmal klappt es gut, manchmal eben nicht so gut. Ich werde jetzt schauen, dass ich irgendwie das bei Opel direkt bekomme. Denn ja, wie ich es vermutet habe, ist es eben so ein klassischer Filtereinsatz, also so wie ich das zum Beispiel jetzt auch im BMW habe. Ja, da haben wir ja auch so einen Steckfilter drin und der sieht jetzt wirklich auch nicht mehr so prickelnd aus. Hier ist jetzt auch noch ein bisschen Restöl, das werde ich gleich noch auskippen. Dann schaue ich, dass ich ein Kit bekomme, wo eben auch ein neuer Dichtring mit dabei ist, damit das dann auch wieder frisch ist. Also das Öl war auf jeden Fall fällig, einfach natürlich aufgrund des Alters. Aber wie gesagt, wenn man so ein Auto kauft, ihr habt ja unten gesehen, auch jede Menge Ölundichtigkeiten. Das heißt, da wird noch ganz schön was an Arbeit auf mich zukommen. Aber es ist jetzt, hätte ich gesagt, noch nicht so schlimm, dass ich den nicht durch den TÜV kriege, wenn ich die anderen Sachen alle gemacht habe. Erstmal das Auto ans Fahren bekommen, TÜV drauf. Und dann haben wir immer noch genug zu tun, um dann da Stück für Stück das Ganze ja, wieder instand zu setzen, wieder hübsch zu machen. Denn mein Ziel ist es, die Fahrzeuge, die ich jetzt habe, dass ich die behalte und eben ja, richtig schön aufarbeite und pflege. Wie kriegt ihr den Ölfilter raus? 24er Schlüssel, den setzt man hier an zum Rausdrehen. Zum Festdrehen kommen dann da 15 Newtonmeter drauf. Da werde ich dann eben entsprechend Drehmomentschlüssel nehmen. Ich habe, glaube ich, irgendwo eine große 24er Nuss. Wenn nicht, werde ich mir da auch noch gleich eine mitbestellen mit dem Ölfilter. Und dann kann ich den mit 15 Newtonmeter, steht hier auf dem Deckel drauf, kann ich das dann wieder festziehen. Jetzt geht es für euch gleich weiter beim Filter. Für mich ist erstmal ein bisschen Pause, Teile bestellen. Aber für euch, wie gesagt, gleiches Video. Das mit dem Öl ziehen wir jetzt durch. So, wir waren ja stehen geblieben, dass ich nicht den richtigen Filtereinsatz hatte oder den richtigen Ölfilter. Ich habe jetzt 2 Stück bestellt, die sind beide baugleich und passen auch beide. Einmal hier von SCT, den SH 4784P oder das Äquivalent von Mann, den 611-1X. Sind beide, wie gesagt, identisch aufgebaut und baugleich mit dem Filter, der drin war. Ich zeige euch das einmal. Wir haben hier unten diesen Anschluss, wo das im Ölfilterdeckel verriegelt wird und dann eben die offene Seite, die in Richtung Ölfiltergehäuse zeigt. Hier bei dem SCT war zusätzlich zu dem neuen Dichtring für das Ölfiltergehäuse auch noch eine Ablassschraube dabei. Auch hier ist genauso wie ich das schon gemacht habe mit so einem Dichtring drin. Bei dem Mannfilter ist jetzt nur der Filter und die Dichtung für den Ölfiltereinsatz, aber keine Ablassschraube dabei. Verlinke ich euch beides unten. Jetzt habe ich aber noch den Sensor ausgebaut neben dem Filter, denn da möchte ich auch einfach prophylaktisch einmal den Dichtring tauschen. Wenn ich da schon dran bin, schauen wir uns das unten einmal an. So, hier neben dem Ölfiltergehäuse, da werden wir gleich das nochmal rausschrauben. Ich hatte das jetzt nur, weil es ja ein paar Tage gedauert hat, bis ich den neuen Filter bestellt habe oder den passenden, hatte ich das hier wieder eingedreht, dass hier einfach ja nicht nachher sich ein Tier oder irgendwas noch einen Weg reinsucht. Und nebendran, wie gesagt, sitzt dieser Sensor, den habe ich jetzt hier schon ausgebaut, ist nur mit einer Schraube gesichert. Und da sehen wir meine Lampe. Und da sehen wir auch, an dem Sensor ist so ein Dichtring. Den will ich noch ersetzen, den Dichtring. Und ja, den werde ich jetzt einmal reinigen, den Dichtring abziehen und dann schauen, dass ich ein passendes Äquivalent dafür finde, um den zu erneuern. Das Ganze ist hier gesichert mit einer E8-Schraube, also mit so einem Vielzahnkopf. Am besten eine kleine Verlängerung nehmen, damit man über das Ölfiltergehäuse kommt, aber nicht zu weit, damit man hier hinten auch noch Platz hat mit der Ratsche. Und dann kann man den relativ leicht rausziehen. Wie gesagt, ich säubere den jetzt mal und dann schaue ich mal, ob ich da einen passenden Ersatzdichtring finden kann bei mir im Sortiment. So, das ist jetzt dieser Dichtungsring. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie für euch eingefangen bekomme mit der Kamera. Also das ist einmal so ein Plastikabstandshalter und auf dem Plastikabstandshalter sitzt dann dieser Dichtring. Der auch schon relativ hart, also nicht mehr wirklich elastisch. Da schaue ich jetzt mal, ob ich da wieder ein passendes Äquivalent finde. Das ist der alte, das ist der neue. Der ist deutlich dicker.
aber das sollte ja für die Dichtfläche kein Problem sein. Der ist zumindest vom Durchmesser identisch. Den würde ich dann jetzt hier drauf packen und das Ganze entsprechend wieder verbauen. Das sehen wir dann jetzt unten am Fahrzeug. Ist wie gesagt hier lichttechnisch ein bisschen schwierig einzufangen, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich denke, so kann man es nochmal besser sehen. Wir haben unten diesen Abstandshalter, der kommt plan an das Gehäuse. Und dann gibt es eben diesen Dichtring. Ja, schauen wir jetzt einmal. So, ich habe jetzt die Fläche so ein bisschen gereinigt. Jetzt habe ich aber kein Schmirgelpapier oder irgendwas verwendet, sondern einfach nur mit einem sauberen Tuch abgewischt. Jetzt werde ich da, den Sensor habe ich auch schon gereinigt. Das sehen wir hier, der ist sauber. Da ist natürlich wieder kein Licht. Ne? Der Sensor ist sauber. Da werde ich jetzt auch nochmal drüber wischen, bevor ich es einbaue. Und dann packe ich den mit dem neuen O-Ring dort oben wieder rein. So, jetzt habe ich hier den Ölfilterdeckel wieder unten ausgebaut. Da kommt jetzt gleich der neue Filter und die neue Dichtung hin. Die Dichtung entferne ich jetzt hier, das habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Da habe ich hier so kleine Hakenwerkzeuge. Mal schauen, dass ich den richtigen finde. Und dann kann man hier unter die Dichtung greifen und das dann hier so rausholen. Und man kann natürlich auch mit dem Daumen da reinfassen, hervorragend. Ja. Auf jeden Fall kriegt man es raus. So, dann werde ich den Deckel jetzt hier einmal reinigen. Da sieht man auch, da sind ja, Rückstände drin und Brocken. Das haben wahrscheinlich die Leute davor nicht gereinigt. Jetzt sieht das wieder gut aus, jetzt ist das sauber. Werde ich hier noch am Rand ein bisschen säubern. So, und so hätte ich gesagt, können wir das dann wieder verbauen. Ich hatte ja erwähnt, hier auf dem Deckel steht 15 Newtonmeter, bedeutet, wenn wir das jetzt unten wieder einsetzen, werde ich zum einen den neuen Dichtring ein bisschen einölen. Da ist ja genug Öl im Gehäuse noch vorhanden. Das können wir da verwenden. Jetzt packe ich den erstmal hier an seine Position, dass der hier wieder aufsitzt. Und dann nehme ich unten beim Verbauen einfach ein bisschen Öl aus dem Deckel und werde das hier um den Dichtungsring anbringen mit dem Finger. Dann ist das ein bisschen vorgeschmiert. Hier innen drin setze ich schon mal den Ölfilter wieder an. Zack, dann sitzt der drauf und so wird das jetzt unten wieder verbaut. Und dann haben wir das auch erledigt. So, ihr habt jetzt hoffentlich im Zeitraffer gesehen, wie ich den Filter wieder angesetzt habe. Ich habe dann jetzt das innere Loch verwendet, das ist nämlich so ein Dreiviertel-Anschluss, wenn ich es richtig jetzt weiß. Das heißt, da habe ich den Drehmomentschlüssel direkt angesetzt und die 15 Newtonmeter angezogen. Danach habe ich die Schraube von dem Sensor nochmal mit 6 Newtonmeter angezogen. Somit passt das jetzt alles wieder. Das ist alles, ja, wie gesagt, nach Herstellervorgabe befestigt. Ich werde jetzt, oder beziehungsweise habe jetzt hier auch schon ein bisschen gereinigt, seht ihr ja. Ich denke aber, ich habe mir die Dichtung bestellt, ich hoffe, die passt. Ich werde aber die Ölwanddichtung auch noch erneuern, das heißt, Öl füllen wir jetzt heute keines ein. Und das kommt dann in einem anderen Video, wie ich die Ölwanddichtung noch wechsle. Denn ja, wie gesagt, ich will einfach jetzt auf Nummer sicher gehen und wenn ich hier schon dran bin, dann kann ich die Ölwanddichtung ja mitmachen. Ich glaube nicht, dass es die Ölwanddichtung ist, weil hier oben drüber auch alles ölig ist. Das wird wahrscheinlich irgendwo von oben runterlaufen. Aber ja,
wenn ich jetzt hier schon dran bin, werde ich das einfach einmal mit neu machen. Und in einem weiteren Video geht es dann auch an das Wechseln des Getriebeöls und des Filters. Das steht auch noch an. Hier ist ja auch ölig, also hier ist noch einiges zu tun. Für heute sind wir aber fertig. Jetzt habt ihr gesehen, wie ihr da an den Ölfilter rankommt. Ihr habt diesen Sensor, wie gesagt, habe ich jetzt auch einmal ausgebaut und den Dichtring erneuert, weil ich jetzt hier schon dran war. Trotzdem glaube ich, wie gesagt, dass das Öl irgendwo von oben kommt. Da muss ich dann irgendwann mal schauen, oben im Motorraum, wo das denn alles herkommt. Vielleicht gibt es ja auch Aufschlüsse, wenn ich den Zahnriemen wechsle, ob da auch irgendwo eine Undichtigkeit ist. Auf jeden Fall, er ist ein wenig inkontinent. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir nochmal auf die Werkbank zu dem Ölfilter. So, jetzt wieder an der Werkbank. Wie gesagt, das war der Ölfilter, den ich über Autodoc bestellt habe. War leider der falsche. Der richtige, verlinke ich euch unten, ist hier der von SCT. Das Kit hatte sogar, wie gesagt, eine neue Ablassschraube mit dabei. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten, ich verlinke auch den MAN-Filter, wo einfach nur der Filter und der neue Dichtring, also der neue Dichtring für das Ölfiltergehäuse dabei ist. Und, weil wir jetzt noch kein Öl einfüllen, schauen wir uns noch diesen Unterfahrschutz an, den ich ja gereinigt und lackiert habe, denn der ist auch sehr schön geworden. Den werde ich jetzt heute nicht montieren, weil ich ja noch Zahnriemen und alles wechseln muss. Das heißt, das lasse ich erstmal noch ab und werde ich dann irgendwann, wenn ich mit einem durch bin, seht ihr das dann, wie es unten am Fahrzeug verbaut ist. Aber ich kann euch schon mal zeigen, wie der aussieht. So, hier liegt das gute Stück und ich denke, ihr könnt euch erinnern, dass der hier überall mit so Verkrustungen, Öl-Wasser-Rückstände bedeckt war. Und jetzt habe ich den eben schön einmal lackiert. Klar, man sieht jetzt ein paar Schleifspuren, weil ich ja hier mit der Drahtbürste die Rückstände wegmachen musste. Aber der sieht wieder sehr, sehr ordentlich aus. Ich werde hier noch eine Schicht Klarlack drüber hauen. Dann ist das Ganze ein bisschen, ja, sage ich mal, widerstandsfähiger vom Material her. Aber damit bin ich sehr zufrieden. Und wie gesagt, wenn ich mit allen Wartungsarbeiten durch bin, dann werde ich den wieder unten verbauen und dann sieht das, denke ich, auch wieder richtig, richtig schick aus. Insofern war es das fürs heutige Video. Ölwechsel am Opel. Wie gesagt, Öl fülle ich dann ein anderes Mal ein. Ihr habt jetzt gesehen, Ölablassschraube. Ihr habt gesehen, wie das mit den Dichtungen an der Ölablassschraube funktioniert. Ich verlinke euch die Ölfilter, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, dass ihr da rankommt. Das Öl natürlich auch, was ich verwende. Und ihr habt auch gesehen, wie ihr den Ölfilter tauschen könnt. Dann diesen kleinen Sensor, ich glaube, das ist der Kurbelwellensensor, wenn ich es richtig gesehen habe, bin mir nicht 100% sicher, aber sah so aus, weil der ja auch ein Magnet hatte und dass dort eben auch ein Dichtring ist, den man dann vielleicht auch bei der Gelegenheit mal erneuern könnte. Somit hoffe ich, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Opel-Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.